Guten Tag miteinander. Heute möchte ich etwas Besonderes mit euch erleben, was spannend ist und einen anderen Zugang zu den Geschichten eröffnet. Es ist so, als würden wir einen Film drehen und ihr selber eine Rolle dürft annehmen und euch in den biblischen Personen einfühlen und hineinfühlen dürft. So wird die alte Geschichte für uns neu. Wir gehen zusammen mit einer Fantasiereise. Ich lese euch einen Text von der Bibel vor. Ich führe euch zu einem Ort und zu einer Zeit hin, wo ich dann verschiedene Fragen an euch stelle. Bitte gib mir ein Handzeichen. Wir können jetzt noch ein bisschen vorstellen, dass ihr es so macht. Wenn ihr etwas mitteilen möchtet, dann komme ich zu euch, ich stehe ganz nah an euch bei und ich höre gut zu. Und wiederhole es mit meinen eigenen Wörtern. Ihr dürft mir Antworten geben, aber ihr dürft es auch in der Stille nur für euch durchführen. Mein Ziel ist es, eure Antworten gut zu verstehen. Und ich werde alles würdigen, was ihr mir sagt. Vielleicht stelle ich euch weitere Fragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Alle dürfen, niemand muss. Und dann reisen wir immer weiter zu den nächsten Figuren, was ihr wieder annehmen dürft. Zum Schluss lese ich die ganze Geschichte nochmal durch. Und wir lernen alle Rollen abfallen und lasst die Fantasieort hinter uns. Wenn ihr noch keine Frage dazu habt, dann fangen wir gerade an. Dann machen wir uns bereit auf den Weg nach Israel. Ein Ort mit Sand und Meer, Oliven- und Granatapfelbäumen, Seen orientalischer Düfte und Gesang. Es ist dort auch gerade Frühling. Es freut sich aber das mal niemand richtig drauf. Passafest ist vorbei und er ist gekreuzigt worden. Und alle sind traurig und enttäuscht und verwirrt. Niemand weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Alle reden einfach drüber und alle sind schockiert. Und sie bekommen auch seltsame Nachrichten. Ob er denn wirklich auferstanden ist, wie die Frauen heute Morgen gesagt haben. Es ist Sonntagvormittag und 2 Jünger sind unterwegs von der Stadt Jerusalem zu dem Dorf Emmaus. Ich lese jetzt die Geschichte von der Bibel vor. Vom Lukas 24, 13 bis 35. Am selben Tag gingen 2, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Du bist Simon, einer von diesen 2 Jüngern. Wie geht es dir heute so? Was denkst du über die Sachen, die in Jerusalem in den vorherigen Tagen passierten? Was beschäftigt dich innerlich am meisten? Überlegst es dir, wenn du dir Simon wärst und probierst mal deine Antworten für dich wahrzunehmen. Wenn du Lust hast, kannst du sie auch aufschreiben. Danke, Simon. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Ab jetzt bist du Jesus. Wie fühlst du dich
nach all dem, was passiert ist? Wie fühlt es sich an, dass sie dich nicht erkennen und von dir nichts verstehen? Was hat dich bewegt, mit ihnen jetzt nochmals in Kontakt zu treten? Kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, ins Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer vor Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose und die Propheten, angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus hat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihren Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Du bist Kleopas, der andere Jünger jetzt. Was geht dir durch den Kopf? Wie fühlst du dich? Kannst du deine Gefühle genauer beschreiben? Nehmt euch bitte Zeit, euch hineinzufühlen. Wie fühlt es sich an? Wie geht es nun weiter? So lesen wir es in der Bibel. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften erklärt? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Zion und mich gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte.
Du bist jetzt eins von den 11 Jüngern. Du hast heute schon sehr viel gehört von den seltsamsten Geschichten. Hast du aber noch nichts gesehen. Wie reagierst du, wenn du diese Geschichte auch hörst? Was sind deine Gedanken und deine Gefühle drüber? Schreibt eure Antworten bitte wieder auf. Danke Simon, danke Jesus, Kleopas, Jünger. Unsere Reise neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns von den Rollen, lassen eins nach dem anderen von uns abfallen und lassen sie hinter uns. Wir verabschieden uns von der wunderschönen Landschaft Israels und von den alten Zeiten und machen uns nun bereit für die Rückreise. Im nächsten Augenblick sind wir wieder in unserem gewohnten Raum, hier und jetzt, und sind wieder uns selber. Ich danke euch für eure Wörter und Bereitschaft, mit mir die Reise zu machen. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr eure Antworten aufschreiben, in diese Corona-Heft sammeln und vielleicht das ganze Geschichte in aller Ruhe nur für euch selber lesen. Ich wünsche euch weiterhin einen wunderschönen Tag.